Hallo zurück. Und wir haben hier verschiedene Hotspots, die ich aber gar nicht näher betrachten kann. Ich muss einfach auf gut Glück auswählen. Was haben wir denn hier? Ach so. Wie ist die Beziehung? Ich war bei meinem Erforschen der näheren Umgebung. Es gibt immer noch etwas zu hören und etwas zu sehen. Was kann ich mir denn hier angucken? Sonia. Ihr Auge ist offensichtlich immer ein interessanter Punkt bei Leuten. Big, bright eyes. Looks well rested. Either she didn't mourn her father, or she really knows how to work that makeup. Sonia Dunn, eiskalt. Und wo gibt es was zu hören? Was verursacht hier Geräusche? Ich weiß nicht, was das im Hintergrund ist. Ist das ein Safe? Okay, der ist auf jeden Fall nicht von großem Interesse für uns gerade. Ah, da irgendwo. Ihre Klunker oder was? Oder ihr Papierchen in der Hand. Oder ihr Kleidungsstück. Nice and steady heartbeat. Aha, ich kann ihren Puls wahrnehmen auf die Entfernung. Okay, sie scheint wirklich sehr ruhig und nicht sonderlich erschüttert zu sein. Dann fragen wir sie doch mal nach der Beziehung zu ihrem Vater. Did you and your father get along? Let's just say our relationship got better when I left for Sunny University. An 8-hour drive from here. Meaning? I'll lay it out for you, Mr. Blacksad. My father, Joe Dunn, disappeared the day my mother died. He became a shell of himself. Joe Dunn, my legal guardian. A man who gave me food, shelter, clothing, and an education. And that's more than you need to know. Was wissen Sie über Jake? Fragen wir sie nach dem Walross. I saw you arguing with a guy named Cassidy. What did he want? Remember the fight that needs to take place in order to save this gym? Well, Cassidy manages Yale's rival, Stone, the reigning champion. If Bobby doesn't show up, he'll lose money. Maybe not a lot, but enough to care. Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Ich überlege noch immer, wie sie das mit ihrem Vater gemeint hat. Er ist an dem Tag verschwunden, als ihre Mutter starb. Ich meine, er ist nicht physisch verschwunden, sondern er hat aufgehört, der Vater zu sein, den sie bis dahin kannte. In der Art und Weise, glaube ich, meint sie es. Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Okay, was haben wir noch? Kann ich mich auf ihrem Schreibtisch umgucken? Eine Sammlung von Kontakt- oder Visitenkarten. Dunn kept files on the gym's staff and clients. Name, address, and date of birth. Da liegen Karten und Personaldaten auf Dunns Tisch. Okay, das ist so ungewöhnlich nicht. Did you find anything interesting in those Ich kann papers? sie nicht danach No. fragen. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Okay, und hier ist auch nur das Kartengebinde da, dieses Karussell. Dunn kept files on the gym's staff and clients. Name, address, and date of birth. Okay, das ist hier alles. Manhattan's New Boxing Gym by former boxing legend, ein Blatt darunter. The Quiet Links. Joe Dunn's Gym. Das war das Plakat von seiner Eröffnung. Hier ist ein Tresor, ich sag's doch. I'd like to take a look inside that safe now. Could you give me the combination? I'd love to help you, but my mother's birthday used to be the combination, but I already tried it. Kann ich selber Sonias Geburtsdatum verwenden?
Could So machen wir you das. tell me your birthday Of course, March 6th. and the year? I'm 24, Mr. Blacksad. You do the math. No luck. Okay. Immerhin macht er nicht nach ein paar Minuten Schluss oder nach ein paar Versuchen. Zufallskombination wird auch nicht funktionieren, nehme ich mal schwer an. Damn. Okay, so verbringen wir jetzt den Rest des Spiels, indem wir hier Zufallskombinationen verwenden. Nein. Da oben. Seemed like a happy family. Aber ich wollte eigentlich da oben ein weiteres Bildchen abgreifen von Orson Smith. Und hier gab es noch irgendwo ein Bild aus glücklicheren Tagen. Ja. Verschiedene Trophäen. Wirst du immer noch Sonia's gern? measurements stop at 18, and there's a gap in Bobby's between ages 15 and 17. Dazu kann ich sie aber nicht befragen, leider. Was sagt unser Notizbuch? Haben wir irgendwas Neues, Wichtiges drin vermerkt über Sonia Dunn? Studiert Wirtschaft an der Sunny University in Buffalo, New York. Den alten Tresor mit Geburtstag der Mutter geöffnet, geht nicht mehr. Auch ihr Geburtstag geht nicht mehr. Und wir haben angemerkt, dass sie eiskalt ist, aber ich weiß gar nicht wann. Okay, das Einzige, was mir hier noch zu tun bleibt, ist den Kommissar anzurufen, Smirnoff, und etwas von dem rassistischen Hintergrund zu erzählen, den wir gefunden haben. Smirnoff. You're gonna like what I have to tell you about the Dunn case. I found racial slurs painted on the lockers at Dunn's gym. He was pretty open-minded about racial issues. Maybe his death had something to do with that. John, half of the crimes in this city have racial ramifications, unless you have solid proof that it wasn't suicide. My hands are tied. I think that's it. Tja. Dann weiß ich hier vorerst auch nicht weiter. Weil ich ja auch mit meinen ganzen schönen Erkenntnissen, die ich bisher gesammelt habe, keine neuen Schlussfolgerungen ziehen kann. Da liegen Karten mit Personaldaten auf Dunns Tisch, ja. Die könnte auch irgendjemand anderes sich verschafft haben, aber trägt das irgendwas zum Fall gerade bei? Ich glaube nicht. Außerdem werden wir ja dankenswerterweise immer darauf hingewiesen, offensichtlich, wenn ein neuer Schluss möglich ist. Ich spreche nochmal mit dem Veteranen oder dem Invaliden da draußen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm schon wieder über seinen Expander da geredet habe oder ob das überhaupt was bringt, ob das nützlich ist. Do you remember anything else about the day you found the thingamajig with the springs in the paint can? Yeah, no. Wait, yeah. Well, no, now that I think of it, no. Hey, pal, how about thanking a good-looking goat with a cigarette? Du solltest besser mit dem Rauchen aufhören. Komm hier. Of course. Here you go.
Yeah, you think you're not responsible for my pathetic state? Think you're not to blame? It's the government that shipped me off to war. They shipped me off too. Oh, right. So then you know what it's like to kill, too. Well, then another sad hobo shouldn't be a problem for you, Professor. Ich rede nicht gern darüber. I'd rather not talk about it. Okay, I understand. Wait, but that's not what I wanted to say. Oh, well, you know we goats tend to jump from one thing to another. The government paid for everything. Army fatigues, rations, weapons, lodging and hookers, drugs. Do you know where that money comes from? Taxes! Your taxes, my dear friend. You help them cut my legs. They declare war every chance they get, so that the weapon industry that finances their campaigns gets Ich glaube, mit ihm kommen wir nicht weiter. and richer and richer. And that's how we finance their wars. So the slightest connection with corruption turns us into accomplices. Unless one manages to keep at arm's length. That is what I did, my loyal disciple. At the Million-Star Hotel. So, do like your master, the great. Hey, what's your name? You never told me. Tja. Union Railroad werde ich ihn in Zukunft nennen. Kann ich ihn nochmal anschauen? Ja, aber bringt nichts. Das haben wir auch schon gesehen. Bringt auch nichts. Aber das ist eindeutig der Expander, in dem man noch 2 weitere Federn einspannen könnte, wenn man genug trainiert hat. So, hier steht doch wieder mein Auto. Wahrscheinlich vom Gym. Ich frage mich, wo werde ich damit hinfahren? Kann ich auch in diese Richtung weitergehen? Nee, passiert nichts. Oder? Haben wir einen Szenenwechsel? Nee, ich komme wieder zurück. Open World ist das eben doch nur sehr eingeschränkt. Vielleicht kann ich nochmal mit der Dame im Diner sprechen, der ehemaligen Putzfrau. Vielleicht ergeben sich mit der irgendwelche neuen Optionen. Zu Sam's Diner, genau. Werde ich wieder halb überfahren. Ich hing an irgendeiner Laterne fest wohl. So, jetzt bin ich richtig. Das ist neu. Hier konnte ich noch nicht langlaufen beim ersten Mal. Aber ich kann hier nicht jedes Geschäft betreten. Sam's Diner. Here we are.
Noch etwas zu dem Augenblick, in dem sie Dunns Leiche entdeckt haben. Have you remembered anything else about the moment you found Dunn's body? I'm afraid not. It's too painful. I know, but we need to find Bobby Yale. Anything, any minor detail, could really make a difference. I'll try. Tja, mehr ist offensichtlich Have nicht you hier. remembered anything else about the moment you found Dunn's Entschuldigung. body? I Falschen really Knopf can't gedrückt. remember anything. I'm sorry. Dann sagen wir bye-bye. Sorry. I think that's it for now. See you around. We'll miss you at Sam's Diner. Bye-bye. Das ist offensichtlicher Standardspruch. So, ich gucke mal, ob ich hier rechts weitergehen kann. Wo ich da hinkomme. Ronald's Bookstore. Hier gehe ich aus dem Bild raus. Ja. Da ist die Welt zu Ende. Ich werde mich mal in mein Auto setzen. Und ich weiß selber noch I nicht, wo ich prefer a yellow hinfahre. Cadillac, but I can't complain. I'd prefer a yellow Cadillac, but I can't complain. Okay, ich kann nicht ins Auto steigen und irgendwo hinfahren. Es muss hier noch irgendetwas zu tun geben. Der Strick ist inzwischen abgenommen worden, glaube ich. Den sehe ich hier nirgendwo mehr. Ich habe mit Sonia gesprochen. Die Motivationssprüche kenne ich alle. Mit dem Invaliden habe ich nochmal gesprochen. Habe ich hier an den Spinden noch irgendwas übersehen? In die Dusche komme ich nach wie vor nicht rein. Ah, schau, aber das ist nur ein Bildchen. Für meine Sammlung. Aber nichts, was mir weiterhilft. Ne, alle Hotspots hier habe ich erkannt und bearbeitet. Welchen Spind mache ich denn jetzt auf? Oh. Schau. Ein solcher Anhänger, Anstecker, so ein Glücksklee-Anstecker. What the hell? Ah, von ihm. Jake, give Was, me von one Jake? good reason not to smash in your face. What the hell are you doing in my Das war locker? Jakes Spind.
Du bist Verdächtiger. I think you're hiding something, Jake. I thought we were friends, John. Off me. Sometimes, John, I could just punch you. Ich hatte gar keine Chance zu erkennen, dass das Jakes Spind ist. Die gesammelten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Er steckt mit diesem O'Leary unter einer Decke. Oder macht sich zumindest mit ihm gemeinsam die Finger schmutzig. Wo bist denn? Du, wo ist denn der richtige? Jake wurde wütend. Und der Büffel trug ein Kleeblatt. Jawohl, das reicht für einen Schluss. Why do you have that pen, Jake? What mess are you in? Unser Jake. Jake sagt nicht, dass er für O'Leary arbeitet. Genau. Kann ich den Spind jetzt nochmal aufmachen? Probier's. Kommt er dann nochmal? Wiederholt sich die Szene einfach oder gibt es hier irgendeinen Fortschritt? So, da ist der Anstecker. Schuhe. Wer ist das? Für meinen Lieblingsleibwächter. I'd forgotten that Jake used to work for Natalia. This proves I was right. It's too soon to move on. So, Natalia, die wir offensichtlich auch sehr verehrt haben. Vielleicht hatten wir sogar was mit ihr. Spielt auch im Leben von Jake eine gewisse Rolle. Jake aus Diombe. Wenn ich den Spind zumache, dann sehe ich den Namen, aber vorher nicht. Ich hatte gar keine Chance zu bemerken, dass ich seinen Spind öffne. Okay, ja, aber außer diesen beiden geheimnisvollen Büchern nichts. Im realen Leben würde ich das jetzt mal durchblättern, ob vielleicht was zwischen den Seiten liegt. Aber das ist hier nicht möglich. Okay, ich gehe mal raus, wo er hoffentlich weiter trainiert und wo ich mich noch ein bisschen mit ihm unterhalten kann über seine Verbindungen in die Welt der Buchmacher. Okay, Jake. I told you. Desmond O'Leary. Huh? I know you work for him. Now you're just making stuff up. Why would you say that? Ich habe das Kleeblatt gesehen. I saw the shamrock in your locker. I know what it means. Okay, let's say you're right. So what? What are you gonna do, huh? Sonia alles I erzählen? could tell your friend Sonia. Does she know? Don't you dare. All right. You win, pussycat. Business isn't going that well lately. Natalia was my last well-paying job. And it's been a while. Then O'Leary shows up and offers me a bodyguard contract. What was I supposed to do? Ablehnen? You could have said no. Yeah, like you never take shady business. I've done things like that, and worse, but I'm not proud of them. I've also said no more than once. This very morning, for example. Hey, O'Leary might run an illegal gambling operation, but it's not like he's killing people or conning with us. And I'm just a bodyguard. I make sure no one gets hurt. What I do, including my contract and paycheck, is 100% legal. How bad can that be? Dann zahle ich doch mit schmutzigem O'Leary Geld. pays you with dirty money, and you're part of a criminal organization. There's no two ways about it. But that's not what bothers me. Vertuscht die Rolle O'Learys. Na, das glaube I ich. know you're covering up O'Leary's role in Joe Dunn's death. Huh? O'Leary? No way. I mean, I don't think so. Jake, please. Well, I guess there's no point in hiding it now. I was here the day Dunn died.
Go on. I had to take care of some business for O'Leary. He makes me wear the shamrock when I work for him. I left the damn thing in my locker. Say no more. You came in the back door. How did you... Yeah, that's it. Joe had mentioned he'd been painting that afternoon, but I forgot. Jetzt hat er ihn auch Joey genannt. I stopped in my tracks when I saw him screaming bloody murder at Bobby Yale at the top of the scaffold. What exactly was he saying? Something like, if you do that, I'll call off the fight and make sure you never set foot in this gym again. I didn't want them to see me, so I left. Jake, why didn't you tell me? See, I knew you'd be mad. Obviously. I'm sorry, John. I should have said something. Don't worry. We all make mistakes. Time to go. I need to think about everything you just told me. Thanks, John. Könnte es sein, dass Bobby Yale, unser verschwundener Preisboxer, ein schmieriges Angebot bekommen hat, den Kampf absichtlich zu verlieren? Und dass daraufhin unser Boxclub-Besitzer ihm gesagt hat, wenn du das machst, dann musst du dich in diesem Gym nicht mehr blicken lassen. Sowas in der Art könnte doch glatt sein. So. Und ich habe mehr intuitiv als aus bewusster Überlegung ihm mit Plaudereien bei Sonia gedroht, weil er ja offensichtlich einen Crush on Sonia hat und bei ihr nicht schlecht aussehen möchte. Das ist mir danach erst aufgegangen, dass ich da genau die richtige Stellschraube gedreht habe. Übrigens hängt da die Schlinge immer noch. So. Schauen wir mal, kann ich jetzt zu Sonia gehen und die neue Lage mit ihr besprechen oder was sollte ich tun? Eigentlich war ja meine Intuition... Ich will nicht aufs Dach. Jetzt gehe ich aufs Dach. Von mir aus gehe ich auch aufs Dach. Eigentlich war ja meine Intuition, die ich mir gerade selber gesagt habe, ich sollte irgendwo hingehen und darüber nachdenken, was ich da gerade gehört habe. Das kennen wir alles. Hier kann ich zu Sonia runterblicken, aber das hilft mir nichts. So. Ja, ich gehe gleich wieder runter. Ich wollte zu Sonia ins Büro. Und dann vielleicht mal schauen, ob ich mich jetzt ins Auto setzen und zum Beispiel in mein Büro fahren kann. Ich kann auch nochmal unseren Saxophonspieler anschauen, aber er gewinne keine neuen Erkenntnisse daraus. Ja. Joe Dunn at the saxophone. Neue Did you find anything Dialogfunktion. interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Okay, keine neuen Optionen hier. Im Notizbuch, das ich mir gerne auf dieser Etage angucke. Ach so, Bobby Yale. Das ist der Bobby, den er gemeinsam mit Sonia immer vermessen hat, dessen Großwerden er mitverfolgt hat. Das war offensichtlich so eine Art Sohn für ihn, Bobby Yale. Für Joe Dunn. Jetzt haben wir Neues erfahren über Desmond O'Leary. War mit Tennisspielerin Helen Moore zusammen. America's Liebling, America's Darling. Okay. Frank Cassidy ist das Walross. Führt den Verband der Boxmanager. Weekly wird ihn unter die Lupe nehmen. Eigentlich nur, damit wir Weekly los sind und er nicht hinter uns her schnüffelt. Manager des amtierenden Champions Stone. Yales Gegner. Gegen den sollte er antreten. Okay. Dann hat Frank Cassidy, wenn es so ein unmoralisches Angebot war, das wahrscheinlich ausgesprochen gegenüber Bobby Yale, verliere absichtlich und beteiligen dich an den Buchmachergewinnen, die es da vielleicht zu holen dann gibt. Irgendwas Neues hier.
Von Jake Ostium wissen wir ein bisschen mehr. Arbeitet für O'Leary. Ist Natalias Leibwächter. Hat Dunn und Yale streiten gehört. Okay. Das sind unsere neuen Erkenntnisse, die wir hier noch gewonnen haben. Und wenn es geht, dann verlasse ich jetzt den Gym mal, das Gym durch den Vordereingang. Oh, da liegt noch ein Brief. Oder ist das für uns nun? Nee, ist kein Bildchen, sondern es ist für Sonia Dunn. Thank you, Mr. Blacksad. Ein Does the Umschlag. postman always leave your mail on the floor? I don't know. What's wrong? It's my mother's wedding ring. Wissen Sie, wer den hatte? Who had it? I don't know. My father wore it on his pinky finger after she died. Not always, apparently. Will you find out why? I'll try. But there's something else I'm worried about. This might have something to do with Ich weiß es your nicht. father's death and Bobby Yale's Das disappearance. könnte natürlich mit unserem Fall zu my, tun haben. yes. It could be. Will you please give me a moment? Of course. Sieht so aus, als hätten wir doch noch was zu besprechen. Die gesammelten Hinweise lassen neue Schlussfolgerungen zu. Und was für eine Schlussfolgerung das ist und wie wir weiter verfahren in diesem Fall, das sehen wir in der nächsten Folge unseres kleinen Playthroughs. Bis dahin, ciao, ciao.